Und da muss ich sagen, die Pelle hat mich also richtig begeistert. Egal auf welchem Motorrad. Wir hatten eigentlich alles, was der Markt so hergibt, hat uns Bridgestone hier vor die Füße gestellt. Und die Bandbreite dieses AX41 ist der absolute Wahnsinn. Wir haben doch alle diesen Kumpel im Freundeskreis, der seit 10 Jahren, es fühlt sich an wie 20, dieselben Reifen fährt. Zumindest ich hatte immer diese Jungs. Eine Zeit lang war ich auch mal einer von denen, als ich, keine Ahnung, habe ich angefangen mit Motorradfahren. Ich war total verliebt in den BT10, der nutzte sich zu schnell ab, also bin ich BT20 gefahren. Oder Mischungen daraus, hat glaube ich auch so der eine oder andere getan. Da wären wir schon beim Thema Bridgestone. Ich habe hier 3 Bridgestone-Reifen, denn man hat sich genau diese Frage gestellt. Natürlich kommen immer wieder neue Pellen auf den Markt, ist ja alles schön und gut. Aber nicht wenige werden sich denken, wenn ich doch einmal den Reifen gefunden habe, mit dem ich zufrieden bin, bleibe ich doch dabei. Und Bridgestone hat sich gedacht, wir haben zwar nichts Neues auf dem Markt, aber die Reifen, die wir haben, sind doch super. Also lasst uns doch einfach noch mal eine Runde fahren. Und wir sind nach Portugal geflogen, in die Serra da Estrela. Und haben in den letzten Tagen hier 3 Bridgestone-Reifen auf Herz und Nieren geprüft. Zuerst auf der Straße, den A41 ganz links. Ein toller Straßenreifen, ein bisschen auf die Bedürfnisse von Adventure-Bikes zugeschnitten. Funktioniert super auf sämtlichen großen Reise-Enduros. Und naja, hier links und rechts um die Ecken zu fetzen, hat damit schon richtig Spaß gemacht. Sobald es ein bisschen dreckig wird, ist der allerdings vorbei und dann wünscht man sich vielleicht ein bisschen mehr Grip, allein schon vom Profil her. Dafür gibt es dann den AT41, hat fast die gleiche Mischung wie der A41, aber eben das kleine bisschen mehr Struktur im Profil und die Bandbreite dieses Reifens ist also tatsächlich fantastisch. Der funktioniert auf der Straße genauso gut wie ein A41, weshalb ich sagen würde, den brauchst du eigentlich schon gar nicht mehr. Du kannst gleich den AT nehmen. Der kann nämlich das bisschen mehr im Gelände, ohne dass du auf der Straße was vermisst. Wo es dann allerdings blöd wird, ist, wenn es richtig lose, locker wird, vielleicht noch weicher Sand dazu kommt. Oder wir hatten hier so wunderbare kleine runde Steinchen, ungefähr in der Größe eines Mensch ärger dich nicht Würfels. Und wenn davon zu viel in der Schotterkurve liegen, dann fängt es alles so richtig schön an, nach außen zu rollen. Da macht es dann keinen Spaß mehr, aber wer sowas fahren will, der würde sowieso zum AX41 greifen. Ein echter 50-50 Reifen. Und da muss ich sagen, die Pelle hat mich also richtig begeistert. Egal auf welchem Motorrad. Wir hatten im Grunde alles dabei. 890er KTM, eine Tenere World Raid, natürlich die 1300er GS, die 900er GS, V-Strom 800 DE, Honda Transalp, eigentlich alles, was der Markt so hergibt, hat uns Bridgestone hier vor die Füße gestellt. Wir konnten uns schnappen, was wir wollen und konnten damit so ein bisschen durchs Gelände und über die Straßen ballern. Und die Bandbreite dieses AX41 ist der absolute Wahnsinn. Also im Gelände im Vergleich zum AT ein ganz, ganz großer Sprung nach vorne. Ich habe richtig viel Grip an der Front, auch beim Bremsen auf losem Untergrund. Ich komme steile Hänge damit hoch, unglaublich viel Vertrauen in diesen Reifen, egal was da für ein Untergrund ist. Und dann bist du im Gelände fertig, biegst zurück ab auf die Straße und merkst überhaupt nicht, dass du einen Geländereifen drauf hast. Wir sind damit die gleichen Straßen im annähernd gleichen Tempo gefahren wie vorher mit den anderen beiden Reifen. Es ist alles ein bisschen weicher, ja, wenn man es auf die Spitze treiben will, vielleicht ein bisschen indifferenter, aber am Grip vermisst du überhaupt nichts. Also die kannst du links, rechts durch die Kurven drücken und auch die neue GS bis runter auf die Rasten. Grip ist da, es reicht vollkommen aus. Man hat sehr, sehr viel Vertrauen in den Reifen. Du weißt immer sofort, was er kann, wann er nicht mehr will. Dann fängt er so ganz langsam an, ein bisschen weitere Bögen zu fahren oder hinten das Heck schmiert so ein bisschen nach außen. Da musst du aber schon, also lassen wir hier mal die Kirche im Dorf. Das ist ein grobstolliger Reifen. Da musst du schon richtig reinschmatzen und dann am Scheitelpunkt voll die Drosselklappe aufmachen. Sonst passiert nicht mal das. Also toller Reifen. Wenn der sich auf der Straße nicht so schnell abfahren würde, würde ich sagen,
AX41 erschlägt alles. Die Jungs, die gerne ein bisschen mehr Kilometer fahren und sowieso nur ab und zu mal auf einen sandigen Weg abbiegen. Der AT41 ist mit 80% Straße, 20% Gelände positioniert. Und dann haben wir mit dem A41 90/10, also eigentlich ein reiner Straßenreifen. Ja, das für die Kilometerfresser. Und ich bin eigentlich schon am Schluss meiner kleinen Zusammenfassung hier. Viele tolle Reifen, für jeden was dabei. Vor allem dieses Portugal, egal ob man jetzt Enduro fahren oder auf die Straße will, das kann ich euch allen ans Herz legen. Bis denn, macht's gut, tschüss.